Deutsch lernen Haus. Deutsch lernen Haus. Deutsch lernen Haus. Deutsch lernen Haus präsentiert. Die Zukunft des E-Commerce. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussion über die Zukunft des E-Commerce. Mit mir sind heute Frau Dr. Schmidt, eine führende Forscherin auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft, und Herr Professor Weber, ein Experte für Wirtschaft und Technologie. Vielen Dank, dass Sie beide heute hier sind. Danke für die Einladung, Herr Müller. Ich freue mich auf die Diskussion. Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Müller. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Lassen Sie uns direkt einsteigen. Frau Dr. Schmidt, wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung im E-Commerce und wohin, glauben Sie, wird sich dieser Bereich in den nächsten 5 Jahren entwickeln? Die letzten Jahre haben gezeigt, dass E-Commerce ein integraler Bestandteil unseres Alltags geworden ist. Der Trend geht eindeutig in Richtung einer stärkeren Personalisierung der Einkaufserlebnisse. Unternehmen setzen vermehrt auf künstliche Intelligenz und Big Data, um individuelle Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und darauf zu reagieren. In den nächsten 5 Jahren erwarte ich, dass künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eine größere Rolle spielen werden, um das Online-Shopping noch interaktiver und realitätsnäher zu gestalten. Das klingt sehr spannend. Herr Professor Weber, teilen Sie diese Einschätzung? Oder sehen Sie andere Trends, die ebenso wichtig werden könnten? Ich stimme Frau Dr. Schmidt weitgehend zu. Die technologische Entwicklung wird weiterhin eine treibende Kraft sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt wird jedoch die Nachhaltigkeit sein. Immer mehr Verbraucher achten darauf, woher Produkte kommen und wie sie hergestellt werden. Unternehmen, die nachhaltige und transparente Lieferketten aufbauen, werden einen Wettbewerbsvorteil haben. Außerdem glaube ich, dass sich der Markt durch Blockchain-Technologie und dezentralisierte Plattformen verändern könnte, die mehr Transparenz und Sicherheit bieten. Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Tat sehr relevant. Frau Dr. Schmidt, wie schätzen Sie die Bedeutung der Nachhaltigkeit im E-Commerce ein? Nachhaltigkeit wird in den kommenden Jahren sicherlich ein Schlüsselfaktor sein. Viele Konsumenten sind bereit, mehr für Produkte zu zahlen, die umweltfreundlich hergestellt werden. Unternehmen müssen daher nicht nur auf Profitabilität, sondern auch auf ökologische und soziale Verantwortung achten. Ich denke, dass wir eine Zunahme von Second-Hand- und Recycling-Plattformen sehen werden, die den Konsum nachhaltiger gestalten. Herr Professor Weber, wie sehen Sie die Rolle der Politik in der Entwicklung des E-Commerce? Die Politik spielt eine wesentliche Rolle. Sie kann Rahmenbedingungen schaffen, die Innovation fördern und gleichzeitig den Schutz der Verbraucher gewährleisten. Regulierungen im Datenschutz in Europa haben gezeigt, dass strenge Richtlinien notwendig sind, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken. In Zukunft wird die Politik verstärkt auf Themen wie Steuerregelungen für internationale Online-Händler und die Förderung von nachhaltigen Geschäftspraktiken achten müssen. Das ist ein wichtiger Punkt. Lassen Sie uns nun über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den E-Commerce sprechen. Frau Dr. Schmidt, welche Veränderungen haben Sie beobachtet? Die Pandemie hat den E-Commerce stark beschleunigt. Viele Menschen, die vorher wenig oder gar nicht online eingekauft haben, haben dies während der Lockdowns entdeckt. Diese neuen Gewohnheiten werden sich voraussichtlich langfristig halten. Zudem haben viele Unternehmen ihre digitalen Strategien angepasst und ausgebaut, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Herr Professor Weber, welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie durch die Pandemie? Ich denke, dass die Pandemie den Wandel hin zu einer stärker digitalisierten Wirtschaft unumkehrbar gemacht hat. Unternehmen, die sich schnell anpassen konnten, haben einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erlangt. Auch der Trend zu Homeoffice und flexibleren Arbeitsmodellen wird den E-Commerce weiter stärken, da immer mehr Menschen ihre Einkäufe von zu Hause aus erledigen. Abschließend möchte ich Sie beide um Ihre Einschätzung bitten. Was sind die größten Herausforderungen, die der E-Commerce in den nächsten Jahren bewältigen muss? Frau Dr. Schmidt, bitte. Eine der größten Herausforderungen wird die Cybersicherheit sein. Mit zunehmender Digitalisierung steigen auch die Risiken für Cyberangriffe. Unternehmen müssen daher massiv in ihre IT-Sicherheit investieren.
Außerdem muss der Datenschutz gewährleistet bleiben, um das Vertrauen der Verbraucher nicht zu verlieren. Herr Professor Weber, Ihre Meinung dazu? Ich sehe auch die Cybersicherheit als eine der größten Herausforderungen. Zusätzlich denke ich, dass die Logistik eine zentrale Rolle spielen wird. Die Lieferketten müssen effizienter und resilienter werden, um mit der steigenden Nachfrage Schritt halten zu können. Auch die Bewältigung der Retourenflut wird ein zentrales Thema bleiben, da diese einen erheblichen Einfluss auf die Rentabilität und Nachhaltigkeit des E-Commerce haben. Vielen Dank für diese umfassenden Einschätzungen. Es war eine sehr aufschlussreiche Diskussion. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Schmidt und Herr Professor Weber, für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Beiträge. Danke, Herr Müller. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Herr Müller. Ich habe die Diskussion sehr genossen. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran für weitere spannende Diskussionen. Bis zum nächsten Mal. Hallo noch einmal. Jetzt können Sie den Dialog erneut anhören und dem Text folgen. Dieses Mal wird der Dialog langsamer ablaufen, damit Sie alles besser verstehen können. Achten Sie darauf, wie die Wörter ausgesprochen werden. Viel Spaß! Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussion über die Zukunft des E-Commerce. Mit mir sind heute Frau Dr. Schmidt, eine führende Forscherin auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft, und Herr Professor Weber, ein Experte für Wirtschaft und Technologie. Vielen Dank, dass Sie beide heute hier sind. Danke für die Einladung, Herr Müller. Ich freue mich auf die Diskussion. Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Müller. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Lassen Sie uns direkt einsteigen. Frau Dr. Schmidt, wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung im E-Commerce und wohin, glauben Sie, wird sich dieser Bereich in den nächsten 5 Jahren entwickeln? Die letzten Jahre haben gezeigt, dass E-Commerce ein integraler Bestandteil unseres Alltags geworden ist. Der Trend geht eindeutig in Richtung einer stärkeren Personalisierung der Einkaufserlebnisse. Unternehmen setzen vermehrt auf künstliche Intelligenz und Big Data, um individuelle Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und darauf zu reagieren. In den nächsten 5 Jahren erwarte ich, dass künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eine größere Rolle spielen werden, um das Online-Shopping noch interaktiver und realitätsnäher zu gestalten. Das klingt sehr spannend. Herr Professor Weber, teilen Sie diese Einschätzung? Oder sehen Sie andere Trends, die ebenso wichtig werden könnten? Ich stimme Frau Dr. Schmidt weitgehend zu. Die technologische Entwicklung wird weiterhin eine treibende Kraft sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt wird jedoch die Nachhaltigkeit sein. Immer mehr Verbraucher achten darauf, woher Produkte kommen und wie sie hergestellt werden. Unternehmen, die nachhaltige und transparente Lieferketten aufbauen, werden einen Wettbewerbsvorteil haben. Außerdem glaube ich, dass sich der Markt durch Blockchain-Technologie und dezentralisierte Plattformen verändern könnte, die mehr Transparenz und Sicherheit bieten. Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Tat sehr relevant. Frau Dr. Schmidt, wie schätzen Sie die Bedeutung der Nachhaltigkeit im E-Commerce ein? Nachhaltigkeit wird in den kommenden Jahren sicherlich ein Schlüsselfaktor sein. Viele Konsumenten sind bereit, mehr für Produkte zu zahlen, die umweltfreundlich hergestellt werden. Unternehmen müssen daher nicht nur auf Profitabilität, sondern auch auf ökologische und soziale Verantwortung achten. Ich denke, dass wir eine Zunahme von Second-Hand- und Recycling-Plattformen sehen werden, die den Konsum nachhaltiger gestalten. Herr Professor Weber, wie sehen Sie die Rolle der Politik in der Entwicklung des E-Commerce? Die Politik spielt eine wesentliche Rolle. Sie kann Rahmenbedingungen schaffen, die Innovation fördern und gleichzeitig den Schutz der Verbraucher gewährleisten. Regulierungen im Datenschutz in Europa haben gezeigt, dass strenge Richtlinien notwendig sind, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken. In Zukunft wird die Politik verstärkt auf Themen wie Steuerregelungen für internationale Online-Händler und die Förderung von nachhaltigen Geschäftspraktiken achten müssen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Lassen Sie uns nun über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den E-Commerce sprechen. Frau Dr. Schmidt, welche Veränderungen haben Sie beobachtet? Die Pandemie hat den E-Commerce stark beschleunigt. Viele Menschen, die vorher wenig oder gar nicht online eingekauft haben, haben dies während der Lockdowns entdeckt. Diese neuen Gewohnheiten werden sich voraussichtlich langfristig halten. Zudem haben viele Unternehmen ihre digitalen Strategien angepasst und ausgebaut, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Herr Professor Weber, welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie durch die Pandemie? Ich denke, dass die Pandemie den Wandel hin zu einer stärker digitalisierten Wirtschaft unumkehrbar gemacht hat. Unternehmen, die sich schnell anpassen konnten, haben einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erlangt. Auch der Trend zu Homeoffice und flexibleren Arbeitsmodellen wird den E-Commerce weiter stärken, da immer mehr Menschen ihre Einkäufe von zu Hause aus erledigen. Abschließend möchte ich Sie beide um Ihre Einschätzung bitten. Was sind die größten Herausforderungen, die der E-Commerce in den nächsten Jahren bewältigen muss? Frau Dr. Schmidt, bitte. Eine der größten Herausforderungen wird die Cybersicherheit sein. Mit zunehmender Digitalisierung steigen auch die Risiken für Cyberangriffe. Unternehmen müssen daher massiv in ihre IT-Sicherheit investieren. Außerdem muss der Datenschutz gewährleistet bleiben, um das Vertrauen der Verbraucher nicht zu verlieren. Herr Professor Weber, Ihre Meinung dazu? Ich sehe auch die Cybersicherheit als eine der größten Herausforderungen. Zusätzlich denke ich, dass die Logistik eine zentrale Rolle spielen wird. Die Lieferketten müssen effizienter und resilienter werden, um mit der steigenden Nachfrage Schritt halten zu können. Auch die Bewältigung der Retourenflut wird ein zentrales Thema bleiben, da diese einen erheblichen Einfluss auf die Rentabilität und Nachhaltigkeit des E-Commerce haben. Vielen Dank für diese umfassenden Einschätzungen. Es war eine sehr aufschlussreiche Diskussion. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Schmidt und Herr Professor Weber, für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Beiträge. Danke, Herr Müller. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Herr Müller. Ich habe die Diskussion sehr genossen. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran für weitere spannende Diskussionen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Möchten Sie weiterhin spannende Inhalte von uns erhalten? Dann vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. So verpassen Sie keines unserer neuen Videos. Bis zum nächsten Mal.